Wer sich heutzutage von ausschließlich natürlich gezogenen, ökologischen Produkten ernähren will, dem ist kein Weg zu weit, den schreckt kein mühsamer Transport. Wer im Naturkostladen oder auf dem Ökobauernhof einkauft, weiß genau warum. Weil dieser Hof biologisch dynamisch Wirtschaftsweise hat und deswegen kaufe ich mein Gemüse hier ein. Weil es bedeutend besser schmeckt, was hier zu kaufen ist. Ja, wir wollen gesundes Gemüse kaufen und andere Lebensmittel. Weil ich für den Kleinen eigentlich das Beste will und ich traue anderen Lebensmitteln oft nicht über den Weg und ich habe das Gefühl, dass ich hier eigentlich gut bedient bin. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass ihm das schmeckt, was wir hier kaufen und dass ihm einfach gut tut. Uns ebenfalls. Das Umweltbewusstsein der Menschen und damit der Wunsch nach gesunder Ernährung ist in den letzten Jahren beständig gewachsen. Es sind längst nicht mehr allein die Öko-Freaks, die biologisch dynamische Lebensmittel kaufen. Verschiedenen Umfragen zufolge sind 5–10% der Bundesbürger Biokostverwerter. Und etwa 20% rechnen sich zur Gruppe der ökologisch interessierten Verbraucher. Was aber ist biologisch hochwertige Ware? Ist überall, wo Bio draufsteht, auch Bio drin? Unser Thema heute im Teletipp-Test. Die Lebensmittelindustrie hat den Trend erkannt und eine Reihe klangvoller Namen und verschiedener Zeichen erdacht. Die meisten mit dem Wort Bio, aber das ist griechisch und heißt nichts weiter als Leben. Und selbst traditionell anerkannte Reformhausmarken haben nicht viel mehr als biologischen Anbau oder kontrollierten Anbau zu bieten. Die Verbraucherzentralen haben diese Aussagen immer wieder geprüft und kamen zu folgendem Ergebnis. Ja, Bezeichnungen wie Bio, Öko oder auch aus kontrolliertem Anbau, aus ökologischem Anbau sind natürlich noch keine Gewähr dafür, dass man tatsächlich Bioware eingekauft hat. Das heißt nicht, dass es sich bei so gekennzeichneten Produkten um schlechte Ware handelt. Das muss nicht der Fall sein. Nur es ist keine Garantie für ein naturgemäß erzeugtes Produkt. Und da empfehlen wir nach wie vor, dass man sich an die Gütezeichen der bisher bekannten Anbauverbände hält. Das sind 6 Verbände. Und die haben gemeinsame Grundlagen und Richtlinien. Und das bedeutet, diese Verbände setzen sich dafür ein und kontrollieren auch selbst, dass keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel verwendet werden und keine leicht löslichen Mineraldünger. Solcher Art gezogene Produkte aber gibt es kaum im Supermarkt. Am wenigsten in den Frischabteilungen, die den Kunden in ihrer prallen Pracht anlachen. Handelsklasse, Preis, Herkunftsland, alles das ist auszeichnungspflichtig. Doch wie Obst und Gemüse aufgezogen werden, darüber erfährt der Verbraucher so gut wie nichts. Im eher etwas hölzern wirkenden Naturkostladen garantieren die Erzeuger den ökologischen Anbau. Sie tun dies unter Verzicht auf höhere Ernteerträge und schönes Aussehen. Die höheren Preise dafür werden gern gezahlt. Ein Naturkostladen hat auch im Winter ein gutes Angebot. Denn was nicht mehr aus dem eigenen Betrieb stammt, das kauft man sich dazu. So gibt es zum Beispiel auch in den südeuropäischen Ländern wie Italien oder Spanien kontrollierten biologischen Anbau. Daher auch diese Südfrüchte hier. Nun mögen einige Verbraucher sagen, ja, aber das Gemüse hier, das sieht da nicht so schön und glatt aus wie bei mir im Supermarkt. Das ist richtig. Denn es gilt dort wie im Leben, es kommt darauf an, was drinsteckt. Und für dieses Mehr an Qualität müssen die Erzeuger auch erheblich mehr Aufwand leisten. Dementsprechend kosten die Produkte auch 30–50% mehr. Und dies sind die wichtigsten Gütesiegel, auf die Sie sich dabei verlassen können. Die Verbraucherzentralen haben die Ergebnisse ihrer zahlreichen Tests in einer kostenlosen Broschüre zusammengefasst. Die wesentlichen Gütezeichen heißen Demeter, Biodyn sowie Bioland und Naturland. Die Kühe auf Demeterhöfen zum Beispiel werden auch im Winter an die frische Luft geschickt. Alle Milch- und Fleischprodukte entstammen einer artgerechten Haltung, wozu natürlich auch das Futter zählt, das zu 90% aus biologisch dynamischem Anbau kommt. Es sind mithin recht glückliche Kühe, deren Rohmilchprodukte reißenden Absatz finden. Denn trotz der hohen Preise säuert kein Käse als Ladenhüter vor sich hin. Die Grundidee eines Demeterhofes heißt Landwirtschaft als lebendiges Zusammenspiel zwischen Boden, Pflanzen, Tier und Mensch. Ein Kreislauf mit vielfältiger Produktion. Es wird also auch gebacken. Dem ganzheitlichen Denken verpflichtet,
kommen die Zutaten fürs tägliche Brot aus eigenem Anbau. Der Weizen, der Roggen, das Mehl aus der eigenen Mühle. Produkte ohne künstliche Düngung, unterstützt beim Wachstum höchstens von Naturmitteln wie Gesteinsmehlen oder Hornkiesel. Beim Backen heißt das Verwendung alter Holzöfen, die noch richtig mit Scheiten vorgeheizt werden müssen. Dazu passt, dass Demeterhöfe sich beim Anbau der Feldfrüchte nicht allein auf die Sonne verlassen, sondern auch kosmische Einflüsse berücksichtigen, zum Beispiel des Mondes und verschiedener Planeten. Wissenschaftler belächeln dies längst nicht mehr. Dem Teigtest des Ökobäckers haben wir natürlich einen Brotleibtest hinterhergeschoben. Einhelliges Urteil: Das Brot, das hier gebacken wird, sieht nicht nur gut aus, es lässt sich an Geschmack auch kaum überbieten. Keiner von uns, liebe Zuschauer, ist Lebensmittelchemiker, der mit seinem Besteck in der Hand sofort alles überprüfen kann. Umso wichtiger ist es da, dass wir ein paar Richtlinien an die Hand bekommen, mit denen wir bessere Lebensmittel einkaufen können. Wir haben Ihnen die Gütesiegel gezeigt. Die Verbraucherzentralen sind auch gerne bereit, Sie zu beraten und Ihnen ihre Erfahrungen mitzuteilen. Vertrauen Sie nicht ohne Not den Begriffen Bio und Natur, die nicht geschützt sind. Prüfen Sie nach. Am besten ist es ohnehin, Sie wohnen in der Nähe eines Bauernhofes, so wie bei diesem Demeterhof zum Beispiel. Da können Sie erstens die Waren aus erster Hand einkaufen und zum zweiten Mal mit dem Bauern auch mal einen ausschnacken, wie man im Norden sagt. So viel zum Thema Biokost. Die nächste Sendung Teletipp Test sehen Sie am Freitag um 17:35 Uhr.